In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer Heimstudio perfekt mit eurer Greenscreen aufbauen könnt. Moin Leute und willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Greenscreen ohne große Hilfsmittel aufbauen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, sind 4 von diesen Stativen zum Ausfahren, dann 2 von diesen Stangen, die kommen oben auf die Stative drauf, dann massenhaft von diesen Klammern und natürlich zuletzt eine Greenscreen, ganz wichtig. In meinem Fall war das jetzt mal nötig, weil meine alte Greenscreen, die ist von 2017 und mit der Zeit hat die ein bisschen was durchgemacht, sagen wir es mal so. Vor allem in diesem Jahr musste sie einiges an Schäden hinnehmen und ich bin an einem Punkt mittlerweile, wo ich sage, jetzt brauche ich eine neue Greenscreen. Gleiche Größe, 3x6 Meter, das ist recht groß, aber ich brauche sie auch. Insofern, ihr seht auch Leute, dieses Tutorial, das könnt ihr auch gut bei eurer großen Greenscreen einsetzen. So, und was natürlich noch perfekt wäre, wenn ihr an der kurzen Seite eurer Greenscreen eine Lasche habt, die einmal über die ganze Seite verläuft. Denn da könnt ihr eure Stangen einmal durchschieben. Aber das werdet ihr später dann sehen. So, dann würde ich sagen, ohne große Vorreden, fangen wir mal an. Let's go! Zuerst mal bauen wir schnell die alte Greenscreen ab. Das ist ein bisschen was Besonderes für mich, denn mit dieser Greenscreen habe ich viele gute Projekte in der Vergangenheit gedreht, wie The Ultimate Link Monster oder The Cyberspace Incident. Und insofern ist es ein besonderer Moment, dadurch, dass ich sie jetzt zum letzten Mal abbaue. So Leute, damit haben wir das Ganze schon mal abgebaut. Und dann können wir eigentlich anfangen. Und womit fangen wir an? Mit dem Aufbau von den Stativen. Ich habe das alles mal komplett abgebaut. Also ich hätte es stehen lassen können, aber ich wollte es einfach von Grund auf mal machen. So, und wo bauen wir das auf? Hier an der Stelle, wo diese Längsstange schon mal liegt. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich weitermache. Ihr seht hier, ich habe an der Stange einen Faden dran gemacht, der einmal hier am Griff befestigt ist. Das habe ich gemacht, weil die Greenscreen schon ein ordentliches Gewicht hat eigentlich. Dadurch kann es auch sein, dass die Stative mal nach vorne kippen und insofern stabilisiert der Faden so ein bisschen das ganze Gestell. Das ist in meinem Fall ganz hilfreich. Wie ihr das macht, ist euch überlassen, aber bei mir hilft es auf jeden Fall. Gut, dann werde ich erstmal die Stative aufbauen. Okay Leute, als nächstes werden wir die Stange einmal oben auf den beiden Stativen drauflegen. An beiden Enden sind 2 Löcher, da kommen die Spitzen einmal rein. Aber wer nicht so groß ist, so wie ich, der wird vielleicht, wenn man die Stative komplett ausgefahren hat, oben nicht mehr ganz so leicht rankommen. Insofern habe ich sie erstmal nur auf halbe Höhe ausgefahren, damit wir die Stange erstmal drauflegen können. Insofern ist das so auf jeden Fall besser. Gut, nachdem wir das gemacht haben, kümmern wir uns um die Greenscreen selbst. Zuerst falten wir sie komplett auseinander und legen sie über die Stange rüber. Und zwar so, dass die Lasche vorne zu sehen ist. Nicht, dass sie nach hinten zeigt, weil das würde uns nicht wirklich helfen. Die Greenscreen haben wir ausgefaltet. Ihr seht, es ist noch ein bisschen zerknittert hier, aber das werden wir gleich ändern. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir unsere zweite lange Stange nehmen und sie einmal durch diese Lasche durchfädeln. Das hier ist die Lasche, von der ich vorhin gesprochen habe. Die geht hier einmal über die ganze Seite entlang und dadurch stecken wir einmal die Stange hindurch. So, als nächstes schaffen wir hier vorne ein bisschen Platz, sprich wir falten die Greenscreen ein bisschen zusammen und schieben sie zu den ersten 2 Stativen, denn jetzt brauchen wir die nächsten 2 Stative. Die werden wir hier vorne aufbauen. So ungefähr sollte das aussehen. Was jetzt aber noch wichtig ist, Leute, wenn ihr das hier festmacht, müsst ihr das Risiko auf euch nehmen, dass die vorderen Stative einfach so zusammenfallen durch das Gewicht. Was ihr also machen solltet, entweder ihr bringt hier irgendwo an der Seite noch einen Faden an oder stellt hier irgendein Gewicht drauf, sodass die Stative nicht mehr umkippen, oder ihr stellt die Stative so hoch,
dass ihr sie an der Decke festmachen könnt. Dass praktisch hier einmal die Stange an die Decke gedrückt wird und somit die Stative nicht mehr zusammenfallen können. In meinem Fall werde ich es so machen, dass ich die Stange an der Decke festmache, weil das für meine Dreharbeiten wichtig sein wird. Insofern werde ich mir jetzt ein paar Untersetzer holen und die Stangen ein bisschen höher setzen, damit sie auch an die Decke reichen. Als Untersetzer könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Das können einfache Hocker sein, aber ihr könnt auch benutzte leere Farbtöpfe nehmen, so wie ich das jetzt gemacht habe, und sie einfach darunter stellen. Natürlich ist es nicht ganz einfach, beide Stative zu kontrollieren, wenn ihr die Stange hochsetzt. Insofern könnt ihr als Hilfe ein Stativ mit einem Faden festbinden oder eine Person fragen, ob sie das Stativ für euch einen Moment lang festhält. Sobald ihr damit fertig seid, zieht ihr die Greenscreen vorne an der Lasche komplett straff und macht sowohl an dem einen Ende als auch an dem anderen Ende jeweils eine Klammer dran, damit die Greenscreen an der Stelle auch straff bleibt. Noch ein kleiner Tipp, falls ihr kein extra Stativ für euer Mikrofon habt. Ihr könnt euer Mikrofon auch ganz einfach an einem eurer Stative anbringen. Dazu braucht ihr einfach nur wieder eine Klammer und wenn sich das so anbringen lässt, dann könnt ihr das so auf jeden Fall festmachen. Zur Not könnt ihr auch ein Gummi nehmen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen improvisieren. Gut, wenn wir das erledigt haben, werden wir jetzt die erste Reihe der Stative hochstellen. Also sprich, die Stative mit dieser Stange werden wir ungefähr so hochstellen wie die zweite Reihe, beziehungsweise wir werden es so hochstellen, wie es geht, damit wir darunter auch genug Platz haben, um zu stehen. Dazu werden wir dann auch bei der ersten Reihe die Falten rausnehmen, damit die Greenscreen auch schön glatt aussieht. Ihr seht auf jeden Fall auch und werdet es wahrscheinlich auch merken, dass hier, wenn ihr die Stange komplett ausgefahren habt, dass hier eine Menge noch durchhängt. Das wollen wir aber nicht so haben. Wir wollen, dass es schön stramm wird und daher werden wir hier noch ein bisschen die Greenscreen runterziehen und anschließend hier und am anderen Ende zwei Klammern festmachen. Also an einem Ende hier eine Klammer und da eine Klammer. Und wenn ihr auch schon wollt, könnt ihr auch das zusammengeknüttelte Ende hier unten schon mal ein bisschen verlegen. Damit werden wir auf jeden Fall durch, Leute. Wenn ihr noch wollt, könnt ihr natürlich hier an dem Ende, das hier unten liegt, noch eine Stange anbringen. Einmal so an der kompletten Seite entlang, damit ihr auch ein bisschen Stabilität habt und die Fläche auf dem Boden nicht ständig verrutscht. Das ist aber komplett euch überlassen. Natürlich habt ihr hier noch die Stange, die jetzt hier zu sehen ist. Wenn ihr hinterher das Grüne auskeyt oder entfernt in eurem Programm, wird die schwarze Stange natürlich noch vorhanden sein. Wenn ihr das vermeiden wollt, könnt ihr natürlich noch irgendwie sie grün bemalen. Das ist eine Alternative, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, wäre aber eine Option. Oder ihr nehmt ein anderes Stück Greenscreen, wenn ihr etwas zur Verfügung habt, und klebt das einmal über die Stange rüber, sodass sie nicht mehr zu sehen ist. Also wie ihr das macht, ist euch überlassen, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ungefähr so sollte es aussehen. Ja, und so sieht meine neue Greenscreen aus. Ich bin auf jeden Fall recht zufrieden. Das war soweit erstmal zu diesem Tutorial, Leute. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn ich mache auch viel Content mit dieser Greenscreen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao!